So sahen die Fronten im Ukraine-Krieg im Januar 2023 aus. Und so im Januar 2024, also genau ein Jahr später. So wirklich was geändert hat sich nicht in den letzten Monaten. Und nach bald 2 Jahren Krieg frage ich mich, wie lange eigentlich noch? Eine magische Kristallkugel, die uns das sagen kann, habe ich leider nicht, aber dafür Statistiken und Studien, die uns helfen können, eine Antwort zu finden. 2 Jahre und 5 Monate. So lange dauert ein Krieg im Durchschnitt. Und klar, man kann nicht alle Kriege in einen Topf werfen, dafür sind sie viel zu unterschiedlich, aber man kann sich zum Beispiel anschauen, wie Kriege in der Vergangenheit aufgehört haben. Es gibt ja genug Beispiele. Genau das machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der War Termination forschen. Zum Beispiel Tim Swayze. Together with a colleague, I've looked at war endings in the past. Tim Swayze ist Kriegsforscher in einem niederländischen Think Tank. And we found generally that there are 5 conditions that influence war termination. Okay, dann schauen wir uns die 5 Faktoren mal genauer an. Der erste Faktor, der beeinflusst, ob ein Krieg endet oder nicht, ist die Gewinnaussicht. Also ob die jeweilige Kriegspartei glaubt, ihre Ziele noch erreichen zu können. As long as the political leadership believes that there is a possibility to win the war on the battlefield, it is likely that the leadership will continue the war. Oder umgekehrt, je geringer die Chancen, die sich eine Partei auf einen Sieg ausmalt, desto eher kommt es zu einem Kriegsende. Ein Beispiel hierfür wäre der Kosovo-Krieg. Als die NATO 1999 interveniert, schrumpfen die Gewinnaussichten für Jugoslawien. Und bald darauf zieht das Land seine Streitkräfte aus dem Kosovo zurück. Im derzeitigen Krieg in der Ukraine sind die Machtverhältnisse weniger eindeutig. Zu Beginn der Invasion im Februar 2022 wollte der russische Präsident Wladimir Putin die ukrainische Regierung absetzen und wahrscheinlich die gesamte Ukraine besetzen. Aber inzwischen geht es ihm vermutlich vor allem darum, die Ukraine zu schwächen und die eroberten Gebiete im Osten und im Süden zu sichern, zumindest kurz- und mittelfristig. He still believes that he can break Ukraine's will to fight and wear down Western support. Es sieht also so aus, als würde sich Russland zumindest noch mittelhohe Gewinnchancen ausrechnen. Auf der ukrainischen Seite sieht das durchzogener aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bereits 2022 einen sogenannten 10-Punkte-Plan vorgestellt. Dieser sieht unter anderem vor, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht und die territoriale Integrität der Ukraine vollständig wiederherstellt. Aber im Moment scheint es nicht so, als dass Russland diese Forderungen demnächst erfüllen würde. But if you look at the messages that come from President Zelensky, he is still determined to continue the fight and determined to win. Das bedeutet, dass sich auch die Ukraine zumindest mittelhohe Chancen auf einen Sieg ausrechnet. Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ob ein Krieg aufhört oder nicht, die Kosten. Denn je höher die Kosten, desto eher steht ein Kriegsende bevor. Dabei geht es einerseits natürlich um die finanziellen Kosten, also die Ausgaben für das Militär oder die Folgen für die einheimische Wirtschaft, aber es geht auch um die humanitären Kosten, die Toten, die Verletzten, die Vertriebenen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Koreakrieg. Innerhalb von nur gerade 3 Jahren werden fast alle großen Städte zerstört. Es sterben mehr als 3 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten. Diese enormen Verluste sind ein Grund dafür, warum der Krieg nach 3 Jahren vorbei ist. Auch im Ukraine-Krieg sind die Kosten hoch. So gehen etwa US-Geheimdienste davon aus, dass Russland bereits über 300.000 tote oder verwundete Soldaten zu beklagen hat. Now 300,000 is a lot, but Russia has a large population. In terms of manpower, it seems that it is able to keep up the current rate. Auch militärisch investiert Russland viel Geld, zum Beispiel in die einheimische Rüstungsindustrie. Das heißt, insgesamt sind die Kosten auf der russischen Seite zwar durchaus beträchtlich, aber nicht so hoch, dass sie das Land wirklich in die Knie zwingen. Auf der ukrainischen Seite sind die Kosten enorm. Schätzungen gehen von etwa 200.000 Toten und Verwundeten aus. Ganz zu schweigen von den finanziellen und militärischen Kosten, die die Ukraine alleine kaum stemmen könnte. For the past 2 years, it has received significant material support from the West, and as long as the West continues to support it, it should be able to sustain the fight. Auf der ukrainischen Seite sind die Kosten also hoch, auch wenn die Ukraine diese Kosten nicht alleine tragen muss. Der dritte Punkt, der eine Rolle spielt, externer Druck.
Drittländer können Druck auf die Kriegsparteien ausüben, indem sie zum Beispiel vermitteln, sanktionieren oder direkt in den Konflikt eingreifen. Je größer der externe Druck, desto eher findet der Konflikt ein baldiges Ende. Ein gutes Beispiel dafür ist der Zweite Golfkrieg. Die USA, Großbritannien, Frankreich und weitere Verbündete ergreifen Partei für Kuwait und greifen militärisch direkt in den Konflikt ein. Daraufhin kommt es ziemlich bald zu einem Waffenstillstand. Now, if we look at Russia again, we see that international pressure thus far has been limited. Yes, the West, writ large, has put enormous pressure on Russia, but other countries continue to trade with Russia and they continue to entertain political relations while refusing to condemn the war. Der internationale Druck auf Russland ist momentan also eher gering. Die Ukraine hat vor allem zu Beginn des Kriegs viel finanzielle und militärische Unterstützung erhalten. Over the past 6 months, we have seen dropping levels of financial and material support for Ukraine. And there's also uncertainty as to what will happen after the US elections later this year, and if Trump wins the election, what that will mean for the support of Ukraine. Das bedeutet, momentan ist der internationale Druck auf die Ukraine, ihr Land oder ihre Autonomie abzutreten, noch tief. Doch das könnte sich bald ändern. Der vierte Punkt ist der interne Druck, also die Meinung der breiten Öffentlichkeit im eigenen Land, die Pläne der militärischen Elite sowie das politische Standing der Regierung. Das ist zwar schon lange her, aber ein gutes Beispiel dafür findet man im Ersten Weltkrieg. Da ist die Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung und teilweise auch im Militär so groß, dass der Kaiser schließlich abdanken muss und ein Waffenstillstand ausgehandelt wird. In Russland scheint das derzeit ganz anders zu sein. It is of course difficult to do Kremlin gazing. We don't know what's happening behind the walls of the Kremlin. It does seem, however, that Putin's position is secure. Der interne Druck auf Wladimir Putin ist also, soweit wir das von außen beurteilen können, eher gering. Ähnlich sieht das auf der ukrainischen Seite für Zelensky aus. Aber there are some early signs of fissures within the Zelensky administration, and there are also some disagreements between the military and the civilian side on the course of the war. Im Großen und Ganzen ist der interne Druck aber auch hier eher gering. Der letzte Punkt, den wir uns angeschaut haben, sind positive Anreize. So for political leaders to end the war, they also need to have positive incentives that also guarantee that the benefits of the war efforts will last into the future. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Kriegsparteien darauf vertrauen können müssen, dass der Konflikt nach dem Ende der Kampfhandlungen nicht gleich wieder eskaliert. Ein mögliches Beispiel dafür wäre das Ende des Zweiten Weltkriegs. Als Deutschland und Japan 1945 kapitulieren, können sie davon ausgehen, dass der Krieg nicht bald wieder von vorne beginnt. Und klar, die Situation in der Ukraine ist nur schwer vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, aber auch hier wird zum Beispiel Putin etwas vorweisen wollen, wenn der Krieg vorüber ist. He's not going to give up after a couple of years of fighting without any gains to show for. Eine Möglichkeit wäre dabei noch, dass die russischen Staatsmedien etwas als Sieg verkaufen, was eigentlich gar keiner ist. But if that would happen, you would expect the Kremlin spin doctors to start spinning that narrative. And thus far we haven't seen any signs of this happening yet. Positive Anreize, den Krieg zu beenden, bisher also eher Fehlanzeige. Auch auf der ukrainischen Seite. For Ukraine, what is of the utmost essence is that either they know that Russia can't come back anymore because it has been defeated, or it has a firm security guarantee from the West that the West will help Ukraine defend itself should Russia ever think of relaunching an attack. Und solange die Ukraine keine solchen Sicherheiten hat, und das hat sie bisher eben nicht, würde ich die positiven Anreize hier auch eher als gering einstufen. Okay, und was bedeutet das nun? Die Analyse zeigt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kaum Faktoren gibt, die auf ein baldiges Kriegsende hinweisen. Vieles deutet darauf hin, dass Russland seine Mittel und Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft hat und dass Putin bereit ist, noch Monate oder sogar jahrelang weiter zu kämpfen. Die Ukraine hingegen muss sich auf die Möglichkeit einstellen, dass die Unterstützung nachlassen wird, auch wenn das nicht von einem Tag auf den anderen passieren dürfte. I expect that this is, but also will be a prolonged conflict.
whose end is not yet in sight. Natürlich haben wir jetzt in dieser kurzen Analyse vieles vereinfacht und weggelassen. Wir können auch nicht voraussagen, was als nächstes passieren wird und wie oder wann der Krieg endet. Zumal schon so mancher Konflikt eine unerwartete Wendung genommen hat. Wir können aber sagen, jene Faktoren, die aus Erfahrung kriegsentscheidend sein können, deuten darauf hin, dass der Ukraine-Krieg noch lange nicht vorbei ist. Wenn du noch genauer wissen möchtest, wie Kriege aufhören, habe ich dir oben eine spannende Datenanalyse verlinkt, für die meine Kolleginnen und Kollegen über 500 Kriege analysiert haben. Und im Video unten erfährst du, warum in Russland so viele Menschen für den Ukraine